Ja, und zugeschaltet ist uns nun Olaf Hoffjann, Professor für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Guten Morgen, Herr Professor. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wenn wir uns das anhören, was dort in den Vereinigten Staaten von Harris und von Trump zum Besten gegeben wird im Moment, was für eine Strategie steckt dahinter? Nicht um Inhalte geht es, sondern eigentlich nur um wüste Beschimpfungen, oder? Ja, so ist es. Und überrascht uns das? Ich glaube, es überrascht uns nicht wirklich. Und wenn man sich die aktuellen Vorwürfe anschaut, die ja insbesondere von den Demokraten an Trump, gegenüber Trump geäußert werden, glaube ich, wenn das jetzt ein Wahlkampf vor 20 Jahren gewesen wäre, dann hätte jeder dieser Vorwürfe ausgereicht, dass Harris gewonnen und Trump verloren hätte. Aber ein Wahlkampf mit Trump ist eben kein normaler Wahlkampf. Aber das heißt ja am Ende auch, dass im Grunde genommen passieren kann, was will, um dann also wirklich vor allem auch die eingefleischten Fans und Wähler, die sind ja letztendlich gar nicht mehr umzustimmen. Also was ist es dann, was jetzt den Ausschlag geben wird? Sind das Bilder? Ist das etwa ein Besuch von Donald Trump bei McDonald's oder wie schätzen Sie das ein? Ja, wenn man sich jetzt mal die Vorwürfe etwas differenzierter anschaut, dieser Vorwurf der sexuellen Belästigung, also ich glaube, das mag jetzt total zynisch klingen, aber der hat gar keinen Einfluss, weil es überrascht ja niemanden, dass es hier weitere Fälle bei Trump gegeben hat. Was tatsächlich gerade in den Swing States dann einen gewissen Einfluss und vielleicht sogar am Ende einen entscheidenden Einfluss haben kann, sind eben die Faschismusvorwürfe oder jetzt ist es ja heute Nacht dann bekannt geworden mit der Drohung, den Sonderermittler zu entlassen, weil das könnte vielleicht einige wenige skeptische Republikaner dazu veranlassen, entweder zu Hause zu bleiben oder doch für Harris zu stimmen. Und umgekehrt scheint ja Harris ein Mobilisierungsproblem bei den Stammwählern zu haben. Und niemand mobilisiert ja so gut bei den Demokraten wie Trump. Und das könnte dann eben dazu führen, dass eben doch ein paar weitere zur Wahl gehen. Aber ohnmächtig und ernüchternd ist diese Art des Wahlkampfs aus deutscher Perspektive natürlich sehr. Das finde ich sehr interessant, dass Sie die deutsche Perspektive ansprechen, weil wir Deutschen, wir ticken ganz anders als die Amerikaner. Den Amerikanern geht es hauptsächlich darum, dass das Portemonnaie voll ist, dass die Wirtschaft läuft und die Migrationsfrage steht ganz oben. Die ticken ganz anders als bei uns und wir sehen auch Donald Trump ganz anders, als viele Amerikaner ihn sehen. Ist das tatsächlich ein Unterschied zwischen den Bevölkerungen, dass wir eigentlich gar nicht so richtig verstehen, was da im Moment über dem großen Teich passiert? Ja, einerseits verstehen wir es natürlich nicht, weil es weit entfernt ist. Aber jetzt haben Sie als Beispiel gesagt, Lebenshaltungskosten, Migration, das sind ja durchaus bei uns auch sehr relevante Themen. Und bei uns ist ja mit der AfD auch so ein polarisierender, skandalisierender Wahlkampf ein Problem. Das heißt, wir haben schon auch vergleichbare Themen, aber natürlich bleibt es, unser politisches System ist natürlich völlig anders als das in den USA. Deswegen ist das bei uns noch anders gelagert. Wir sind Gott sei Dank auch noch nicht so weit, dass wir einen solchen Präsidenten in Deutschland als Kanzler vor der Tür stehen würde. Deswegen ist das, glaube ich, bei uns so eine Mischung. Auf der einen Seite, wir gucken irritiert dahin, was passiert da, aber auf der anderen Seite sollten wir uns es nicht zu leicht machen. Dass ähnliche Verhältnisse sind bei uns durchaus auch zu beobachten. Nun sind es ja noch 11 Tage bis zur US-Wahl. Es gibt ja jetzt schon Rekordzahlen von Wählerinnen und Wählern, die bereits abgestimmt haben. Aber dennoch, die Zeit könnte man ja nutzen. Da gibt es ja auch manchmal noch sehr kurzfristige Erscheinungen, Berichte. Beispielsweise jetzt auch einer der größten Unterstützer von Donald Trump, Elon Musk. Der soll regelmäßig mit Putin telefonieren. Also wenn das jetzt 11 Tage vor der Wahl bekannt wird, kann das die Wahlentscheidung dann auf den letzten Metern überhaupt noch beeinflussen? Was haben Sie für Informationen? Also das glaube ich jetzt nicht, dass solche Berichte nochmal relevant werden könnten. Ich glaube eher, und da wäre dann Harris gefordert, dass sie ganz am Ende doch nochmal etwas konkreter werden würde. Sie ist ja bislang sehr, sehr vage, auch bewusst vage geblieben. Und selbst jetzt in der CNN-Diskussion hat sie ja auch nicht gesagt, wo sie sich konkret abgrenzen möchte von der Biden-Administration, wo sie wirklich konkret etwas anders machen möchte. Und ich glaube, darauf warten viele Menschen. Und wenn etwas die Wahl jetzt noch beeinflussen könnte, dann ist es vor allem, dass sie jetzt am Ende doch noch mal mit konkreten Vorschlägen hervorkommt.
Ja, mal sehen, ob da wirklich noch inhaltlich was zu erwarten ist von diesen letzten Tagen im US-Wahlkampf. Professor Hoffmann, wir danken auf jeden Ihnen Fall spannend. für Ihre Expertise. Schönes Wochenende. Die US-Wahl, natürlich auch unser großes Event am 5. November. Wir beginnen bereits ab 6 Uhr morgens und werden 40 Stunden lang live über den Ausgang berichten. Die heiße Phase beginnt wegen der Zeitverschiebung bei uns 22 Uhr dann intensiv mit der Vorberichterstattung. Und unsere Sondersendung startet dann 23:45 Uhr bis mindestens morgens 8 Uhr. Wollen und werden wir durchhalten. Harris gegen Trump, das Duell moderiert von Tatjana Ohm, Carsten und auch mir und aus Washington von unserem Welt-TV-Chefredakteur Jan-Philipp Burkhardt. Aber wir werden so lange hier im Studio sitzen, bis wir zumindest ein vorläufiges amtliches Endergebnis bekommen werden. Mach es nicht so, dass es fast wie eine Drohung klingt, Carsten. Nein, das ist doch, da können die Zuschauer sich freuen.